Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cathy Rain. Diese wird hoffentlich entspannter als die letzte. Ist jetzt bei mir nämlich noch eine Aufnahmesession und in der letzten Folge war ich ja ein bisschen, also nicht gestresst, aber die Post kam und dann, ja, ich weiß auch immer noch nicht, wie lange die war, ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Und nein, ich habe vergessen, mir das Gespräch anzugucken mit ihr. Aber wir haben es ja so auch gelöst. Ich glaube, das war nichts so sehr Wichtiges. Also ich meine, das an der Tür. Und jetzt sind wir auf jeden Fall bei der lieben Sue. Und der sieht mir aus, also ich meine das nicht böse, aber der sieht mir ein bisschen zurückgeblieben aus. Also vielleicht hat er irgendeine geistige Behinderung oder sowas. Sieht nämlich aus wie von der Statur und so, wie als ob er erwachsen wäre, aber malt hier noch irgendwas und ja, also wir werden sehen, wir werden sehen. Auf jeden Fall fand ich das ganz lieb, dass sie uns jetzt doch noch reingelassen hat, die Sue. Ah, wartet mal kurz. Okay, alles gut, alles gut. Ich habe jetzt ganz kurz nämlich nur gecheckt. Contrary to popular belief, I don't believe the owls are more than what they seem. Ich habe nur geschaut, ob ich wirklich aufnehme. Das wäre ja nicht auszudenken. Innen drin raucht die auch. Yet another burial ground for those sweet, addictive, not to mention cancer-inducing sticks of tobacco. I'm a huge fan. Ja, ja, Zigaretten. Fangt bloß nicht an. Wobei man davon leichter wegkommt als von anderen Sachen, finde ich. Also ich finde von Süßigkeiten wegkommen ist schwieriger. It's Nathan, Sue's mentally disabled son. Oh, okay. Alles klar, habe ich schon richtig verstanden. Mit dem wollte ich noch nicht reden. Mit dem möchte ich noch nicht reden. So Nein! you wanted to ask me about Lily? Ah, na gut. Do you mind telling me what happened when my grandfather came to see you? Well, he knocked on my door a few years after Lily had passed away. I didn't know Joseph too well myself, but I'd heard of him and the good he'd done for the other people around here. So I let him in. He started asking a bunch of questions about Lily, like if I was absolutely sure that it was suicide. And what did you say? The truth. That she was depressed and had been for a long time. I had no doubts about what happened. All right. Anything else? Well, he was weirdly curious about her paintings. Lily painted? Yep, that's one of hers right there on the wall. Das da? Wow. I see, it's beautiful. So, in what way was he curious? He asked if Lily had painted anything odd or strange. I didn't really get what he was after, but I let him have a look at her work. He spent some time browsing through them, and then he wrote something down on a piece of paper, thanked me, and left. Huh. Any idea of what he could have seen? Not really. I had the paintings all lined up. Could have been any of them. Would you mind showing them to me? Well, I would if I could, but this is the only one I have left. Warum? I sold the rest many years ago to this weirdo art Ach so, hat collector. sie Geldprobleme. Boah, also es muss so schlimm sein für eine Mutter. Also natürlich ist es schlimm, wenn sich die Tochter umbringt. Aber jetzt auch noch, also vermutlich ist sie alleinerziehend, hat ein depressives Kind, ein geistig behindertes Kind. Eins davon hat sich umgebracht und hat Geldsorgen. Also das ist, wie jemand dann noch Motivation und sowas hat, finde ich sehr bemerkenswert. Ich wollte eigentlich gar nicht mit ihr reden, nicht jetzt schon. Schade, dass sie das verkauft hat, aber in dem Fall kann ich es natürlich verstehen, weil sie hat ja noch jemanden, um den sie sich kümmern muss. So, was fragen wir denn? 81. Do you know anything about what happened to my grandfather? How he ended up in a wheelchair? Stroke, wasn't it? At least that's what I heard. Not necessarily. There are some divided opinions about it. Now that I think about it, that whole ordeal happened to him not long after he came here. How long? A week, maybe, at the most. Und was hat sie gesehen oder was hat sie vielleicht Seltsames gemalt, die Tochter? Geht es hier irgendwie um UFOs oder so? Ich meine, ich habe überhaupt keine Ahnung. Es kann um Geister gehen, es kann um UFOs gehen, aber es war bestimmt irgendwas Übernatürliches, nehme ich mal an. Vielleicht aber auch nicht, weil muss nicht unbedingt gewesen sein. Aber vielleicht hat der Opa eben irgendwas gehört von anderen Leuten oder selbst irgendeine, ich nenne es jetzt einfach mal Sichtung gemacht. Was auch immer das ist für eine Sichtung gewesen ist. Und er wollte halt gucken, ob das andere Leute auch gesehen haben.
Weil vielleicht werden die Leute davon depressiv oder vielleicht hat ja die Tochter irgendwie mal was in dieser Richtung erwähnt. Ich weiß es nicht. So, kennt sie das Rufzeichen? Ich glaube nicht. I Aber don't need to ask her ja, about that. das dachte ich mir. Lily Myers. Gibt's da noch mehr? Mind telling me what Lily was like, Sue? I'd be happy to. She was Nathan's older sister by 2 years. Lily was like any girl growing up, normal, happy, talking about school, boys, and whatnot. And she and Nathan were close back then, always playing together in the woods. When Lily was 10, she started drawing, always doodling on just about anything she could get her hands on. We didn't have much, really, and so she used what she could. Once I even caught her scribbling on toilet paper. On her 12th birthday, we gave Lily a thick sketchbook with an assortment of pencils. She was ecstatic. Aw. That was the happiest I'd ever seen her. From that day, drawing became her life. Eventually, her art teacher at school helped her to get started with oil painting. When Lily was 15, something changed. At first, I thought it was just usual teen angst, but no, this was something different. She started going out, disappearing for long periods of time. She locked herself in when painting. She never used to do that. I tried everything. Counseling, support groups, antidepressants, nothing worked. About a year later, she just gave up, and well, you know the rest. I'm sorry, Sue. That must have been unimaginable. Thanks, darling, but it's been a while now. I've learned to live with it. Und der Opa, der hat nicht geglaubt, dass es Selbstmord war. Wahrscheinlich, oder? Sonst hätte er ja nicht diese Frage gestellt. Außerdem mag ich die Stimme von ihr total gern. Ich mag tiefe Frauenstimmen einfach viel lieber. Und nicht, weil ich ja selber eine habe. Oder vielleicht auch schon. Nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich mag dieses Gepiepste nicht. Deswegen gibt's... Nee, ist in Ordnung. Ich sag jetzt nichts mehr. McConnell-Basis wird sie wahrscheinlich auch nichts von wissen. I don't need to ask her about that. Okay. Über die Familie so generell? What do you do to support the two of you? A little bit of this and that. Got me some cash saved up, too. Nathan helps out when he can. What happened to your husband, if you don't mind me asking? You could say he didn't quite cope as well as I did with what happened to Lily. He got himself a death wish after what happened to her, started drinking and getting into all sorts of trouble. 5 years left for him in the joint now. Been there for 15. Man, that must be rough for you. Oh, we're doing just fine without him. Aren't we, Nate? Mama takes good care of us. Mama sure does. Och Mann, tut mir leid. Wird sie auch nicht kennen. Does the name Charles Wade Ah, mean ich kann anything fragen. to you? Oh, he's some big-time businessman, ain't he? Yeah, he owns a large company. That about sums up what I know about the fella. Okay. Tell me about this art collector person. Rich, fancy-looking, in his 50s or thereabouts. I'd say he'd be around 70 now if he's still alive. He knocked on that door one day with a wad of cash in his hand. $5,000. He wanted everything that Lily so much as touched with a brush. Huh. Did he say why? Nope, but I got the feeling that most of that dough was paid so he could avoid any questions. I took the money. I still had Nathan to support. Did the stranger give you his name? No. Well, his face was far from forgettable, though. Big nose, bright blue eyes, looked black Irish. He had a thick black mane, turning gray, no beard. All right, Sue. Thanks. Das ist okay. Dann war nicht nur der Großvater daran interessiert. Da hat sie... Boah, langsam wird's echt mysteriös. So, tell Ich me weiß about es Lily's nicht. art. It used to be about cheerful things, landscapes, animals, bright colors. But as she drifted further into depression, she started painting horrible things, death and decay. And the last few pieces looked like something out of a nightmare. That's awful. Did Lily ever get any recognition for her art? Not really. Except from the guy I told you about who bought most of her paintings.
Vor allem hat die Sue gesagt, dass die Lily öfter mit dem Nathan, spielt der Nathan, ich glaube, heißt der Nathan, öfter im Wald war. Dann ist hier hinten, Moment, mach das extra jetzt weg. Sure thing, little cat. Come back anytime. Dann ist das Bild, was sie gemalt hat, nämlich auch ein Bild von dem Wald. Und in unserem Inventar haben wir ein überbelichtetes Foto, wo man Bäume sieht. Also vermutlich ist da in dem Wald irgendwas. Und das lässt mich jetzt wirklich sehr stark so an UFOs und sowas denken. Kann natürlich auch vollkommen falsch sein. Elk, by the looks of it. They're fairly common in Conwell Woods. I can smell something cooking. Okay. It's an early painting by Lily Myers. Und wahrscheinlich weiß der Nathan irgendwas Interessantes. Kann ich mir gut vorstellen. What you doing, big fella? Drawing. Oh yeah? What are you drawing? The nice red man. You mean Santa? No, the nice red man. Was? Now, what did I say about raising your voice at strangers? Sorry, Mama. I'll be nice. The red man is nice. Ja. Don't mind him. He gets so absorbed in his drawings thanks to that wild imagination of his, just like his sister. Ich will mir das aber angucken. Nah, he's stuck in his own little world. Nein, das darfst du doch nicht sehen. Der malt bestimmt was voll Wichtiges. Ah, ich kann ja checken. Ich muss ja gar nicht so alles nochmal absuchen. Ausgang, Eule, Fenster, Aschenbecher. Haben wir alles gesehen. Können wir nicht in die Wälder gehen? Hier ist auch die Musik so. Thick, dense forest. What were you doing out there, Grandpa? Ich will dahin. Was müssen wir denn jetzt machen? So. Das haben wir jetzt nicht rausgefunden. Das schon, aber wir wissen nicht, oder ich weiß momentan noch nicht, wie wir an den drankommen. An den Kunsthändler weiß ich auch nicht, wie wir drankommen. Ich glaube, wir sollten nochmal nach Hause fahren, in den gelben Seiten nach einem Kunsthändler suchen. Vielleicht ist es ja offiziell wirklich ein Kunsthändler. Stopp! Nein! Es geht nicht mehr. Ich wollte jetzt nochmal kurz leer drücken. Es geht jetzt nämlich nicht. Müsste sie absteigen dafür. Aber ist in Ordnung. Ich denke, das wird schon passen. Das ist die Hütte. Leider kommt jetzt das nicht dazu. Wir fahren jetzt wirklich dahin nochmal. Vielleicht wird die Oma von der Beschreibung irgendwas wissen. Also erstmal vielleicht nochmal mit der Oma reden. Es ist so realistisch. Ich finde das so erfrischend. Oh, hello. Echt, das finde ich so klasse. Was ich jetzt alles schon an Zeug mitgenommen hätte, wenn nicht ein anderes Adventure wäre. So, das kennen wir. I don't see a reason to ask her about that. Gut. Kunstsammler. I don't see a reason to ask Auch her about nicht. that. Okay. Ich dachte nach der Beschreibung oder so, habe ich I das don't nicht see a gefragt? reason to ask. Ah, okay, jetzt haben wir wirklich alles See you later, ab. Grams. Take care, dear. Wirklich alles gemacht. Nur mal hier gucken. Weil ich meine, irgendwohin... Ah, dieser Schlüssel. Da freue ich mich am meisten drauf. Herauszufinden, wozu der Schlüssel passt. Mal kurz schauen, was das für Fotos waren. A wedding photo from when they look younger than I am. Ja, okay. It's a photo of this very farm from way back. It says June 12, Ah. 1910 in the corner. Nicht schlecht. So. Dann verwenden wir das mal. Nope, couldn't find it. Mist. Shit. Das bringt mir auch nichts. Den habe ich ja schon gesucht, oder? Damn. No chart. No, Nee. I should try. Und da muss ich irgendwie anders hin. Das sind eh schon alle Kontakte. Es bringt doch nichts, da nochmal anzurufen. Ich muss dann an den Typen drankommen. Oder wartet mal. Ich rufe da doch nochmal an. Und frag nochmal nach dem Charles, weil vielleicht... Hi, I was just wondering. Sure thing, ma'am. Ja, vielleicht kann der uns ja doch sagen, wo der ist.
I'm trying to get a hold of Charles Wade. Would you happen to know how to reach him? I'm sorry, ma'am, but Charles Wade is a public figure. He has explicitly asked us not to provide his contact details to anyone. Is there any way you can make an exception? I really need to talk to Mr. Wade. Oh, can do. I can't really help you out unless you have some sort of official business. Vorgeben, mein Kopf zu sein, aufgeben, mit ihm diskutieren. Vorgeben, mein Kopf zu sein? Nee. Aber dann werden wir mit dem anderen Kopf wirklich mal reden. But what if it was a matter of life and death? Ma'am, if you're in a life-threatening situation, I suggest you call 911. Natürlich, also ich verstehe ihn. Der möchte natürlich auch keinen Ärger. I don't see a reason. Dachte ich mir. Sicher ist sicher. Do you know anything about what happened to Joseph Rain in 81? I know that he was no longer stationed here at the base at that time. He'd left the Air Force decades earlier. But as a Conwell Springs citizen, sure, I've heard the rumors just like everybody else. How he was found by the sheriff all messed up, walking out of the woods with some kind of unexplained brain damage. Any theory as to what he was doing out there? I'm afraid not, ma'am. But I'm positive that it had nothing to do with this base or our operations here. Okay, what can you tell me about his service at McConnell? Well, Joseph Rain is a legend around here. Ah. A pile of metals weighs more than my car. I was fortunate enough to meet him before he suffered his injury, and I must say, what an inspiring man. I'm positive that he would have made General if he'd stuck around. Any idea of why he quit? He looks so happy in the pictures from the war. Oh, your family, ma'am? Granddaughter. Well, then I'm sorry for your loss. I heard about his recent passing. Appreciate it, buddy. So, about him quitting. I shouldn't speak ill of the dead, but some say the war broke him. PTSD. Me? I don't think so. When I met him, he had this aura about him, like he wasn't afraid of anything. Maybe it was just guilt. He ended a lot of lives, but that's just me speculating. Gotcha. Thanks for the thoughts. Ach, cool. Der ist echt Alright, ein netter that's all. Kerl. Goodbye, ma'am. Der ist sehr hilfreich auch, tatsächlich. Ich würde jetzt sagen, wir gehen zur Polizeistation. Und gucken mal da, ob wir irgendwas erreichen können. Boah, mein Stuhl quietscht so. Ich glaube, ich öle den mal ein. Ach ja. Was hat das alles... Was ist da mit diesem Wald? Warum will sie da nicht hinfahren? So, Polizeiwache, oder? Ich meine, im Friedhof gibt es ja wirklich nichts. Da waren wir gerade, da waren wir vorhin. Es muss hier weitergehen. Theoretisch. Lass mich mal hier reingehen. Ich meine, vielleicht ist ja der Schlüssel für da. Ich habe da noch nie nachgeguckt. Alter, stell dich mal vor, die ist für die Zelle. Der Schlüssel wäre für die Zelle, aber es ist bestimmt nicht so. Ich habe wieder das Mausrad gedreht. Weil man in mehreren Adventuren eben so ins Inventar kommt. So, kombinieren. I don't see how those things work together. Okay, schade. Hätte ja sein können. So, wir brauchen hier aber eigentlich eh nichts. Ich meine, hätte ja gut sein können, dass der das irgendwie geklaut hat. Aus irgendeinem Grund. Ja, wobei es eigentlich total unrealistisch. Weil dann hätte er da irgendwas verstauen müssen und die hätten das ja schon längst aufgebrochen, wenn die den Schlüssel nicht mehr hätten. Beziehungsweise hätten das Schloss ausgetauscht oder so. Naja. Hey, Sheriff. Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? Der steht doch eher auf mich. Ich meine... würde mir ein bisschen helfen können. Nah, I don't want to ask him about that. Okay, ich arbeite mich einfach durch, auch wenn es keinen Sinn macht. Hey, Lenny, could you check the files for a police report? A girl who drowned around here, Lily Myers? I'd love to help, Kathy, but you better check with the sheriff first. Fine, I'll do that. Und bei dem hat man eh keine Chance. Nah, I don't want to ask him about that. Nah, I don't want to ask him about that. Oh, echt nicht? Aber vielleicht finden wir eine Akte über den Charles oder irgendwas. Nah, I don't want to ask him about that. Mit dem Sheriff rede ich gleich nochmal. Nah, I don't want to Nah. ask him about that. Hey, die hätten mal schon wenigstens zwei Well, verschiedene gotta go. Sachen See ya. aufnehmen sollen. Naja. Na gut. Dann reden wir mit dem Grumpy-Typen.
Ich glaube nicht, dass der uns irgendwie Hello, hilft. Sheriff. Mind if I ask you a few more questions? If you must. Ja, ja. I don't need to ask him that. Okay. Do you know anything about a drowning here in 1975? Young girl named Lily Myers? That case was handled by Truman. I wasn't involved. I don't need to ask him that. Mhm. I don't need to ask him that. I don't need to ask him that. Okay. I don't need to ask him that. Alles klar. Na gut. That's all for now. Dann kann der mir nicht wirklich helfen. Und jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen verloren. Ich gehe jetzt nochmal zu dem Typen in der Zelle. Am Ende ist er ein Kunsthändler. Kann ja gut sein. Laney, I need you to do something. Und dann ansonsten schaue ich mal, dass ich den wieder ablenken kann. Und mir die Akte selber wieder klauen kann. Hey, Hi there. Blaue Augen. Haare, die anfangen grau zu werden. so why'd they put you in that cell? Aber das ist er nicht. It's all just a big misunderstanding. Is that so? Yeah, I didn't mean to steal anything. I was just using my pockets to move That's the worst. Ah, your information. I take my. Hey, das kennen wir schon. I think. you're right. Could you distract Lenny again? Sure, I needed to puke again anyway. Good to know. Oh Mann. Ich mag den. Der ist sehr sympathisch. Guess what? He's having some kind of fit in there. Not again. Tja, Here we Lenny. go again. So ist das. Erstmal Akten. Okay, there's gotta be something in here about Lily Myers' death. Okay, what do we have here? Erzähl mal. 14.07.1975, 5:18 Uhr. Der Rettungsdienst wurde von einem Anwohner in der Nähe des Conwell-Sees benachrichtigt. In der Nähe des Conwell-Sees, also direkt bei der Hütte, ne? Der Anrufer berichtete, dass ein junges Mädchen, ungefähr 16 Jahre alt, tot im Wasser treibend aufgefunden wurde und vermutlich im See ertrunken ist. Das war wann nochmal? Am 14. Okay. 14.07.1975, 5:44 Uhr. Beamte treffen am Unfallort ein. Krankenwagen ist unterwegs. Wurde durch Nebel aufgehalten. Der Körper ist vollständig bekleidet und es sind keine Anzeichen einer Fremdeinwirkung zu erkennen. Der Vorfall wird als vermutlicher Unfall eingestuft. Bei der Durchsuchung des Anwesens wird ein Abschiedsbrief entdeckt. Okay, die Handschrift stimmt mit der des Opfers überein. Zeugen berichten von vorhandenen psychischen Problemen. 14.07.1975, 19:26 Uhr. Der Krankenwagen ist endlich angekommen. Oha. Das ist heftig. Das Mädchen wird vom medizinischen Personal für tot erklärt und in das Leichenschauhaus der Stadt transportiert. 11:20 Uhr, 2 Tage später. Bericht des Gerichtsmediziners erhalten. Todesursache wurde als Tod durch Ertrinken festgestellt. Keine äußerlichen Anzeichen für einen Kampf. Selbstmord bestätigt. Ich meine, wenn sie da irgendwie reingeschubst wird, dann gibt es auch keine äußerlichen Sachen für einen Kampf. Und ich meine, Abschiedsbrief, okay, vielleicht wollte sie sich umbringen, hat es dann doch nicht gemacht. Oder jemand kann sehr gut Schriften fälschen. Oder jemand hat sie gezwungen, den Brief zu schreiben. Ich weiß es nicht. Looks like somebody did a Virginia Woolf. I wonder if there's more to it. Kann ich den mal durchsuchen? I got the key already. I don't think I need to mess with that anymore. Okay. Noch mehr Akten? I already got the report. Alles klar. Telefon. It's Lenny's phone. Might be useful somehow. Naja, wenn man von dem aus anruft. Bei dem Typen da. Und zwar hier. McConnell Air Force Base, how can I help you? Hi. I was just wondering if you... Sure thing, ma'am. Ja. Und jetzt fragen wir nochmal nach dem Charles.
I'm trying to get a hold of Charles Wade. Would you have... I'm sorry, man, but Charles Wade... Ja, das kennen wir schon, Is deswegen there any überspringe way ich. you can make it... Okay, Ja, I do. offiziell müssen wir es machen. Das kann nicht vorgeben, Kopf zu I sein. do have official business. I'm Deputy Reagan. I'm calling from Conwell Springs Sheriff's Department. I can see that you're actually calling from the station. You say you're a cop? You don't sound like a cop. Seine Zweifel ignorieren, drohen ihn zu melden, ihn beschuldigen, sexistisch zu sein. Ach nö, seine Zweifel ignorieren. Contacting Mr. Wade is crucial to an ongoing investigation. I can't divulge any details at this time, but I'm going to need that number right away. I don't believe you. Put the sheriff on. Crap. Ja, das hätte ich jetzt verkackt. Ich versuch's jetzt... Nein, ich versuch's nicht. Ich will es spannend lassen. Wir machen das in der nächsten Folge, Leute. Vielen Dank fürs Zugucken und dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge Kathy Rain. Ciao.